Heute zeige ich dir, wie du ein Streberbündchen, auch Streberstreifen genannt, nähst. Make-a-Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Ein Streberstreifen ist einfach ein Streifen, der die Naht im Nacken verdeckt. Er dient nicht nur der Schönheit, sondern gibt dem Ganzen auch noch Stabilität. Das Streberbändchen könnt ihr zusammen mit dem Bündchen annähen oder auch, wenn ihr mit dem Kleidungsstück schon fertig seid. Hier erstmal mit dem Bündchen. Ihr braucht für so ein versäubertes Halsbändchen ca. 3 cm Breite und die Länge sollte etwa die Hälfte der Schulter sein, so dass man hier an der Seite liegend nichts mehr von der Naht sieht. Das Bündchen steckt ihr euch genauso wie in der Anleitung beschrieben und dann steckt ihr den Stoffstreifen einfach dazu. Dabei beginnen wir hinten mittig. Der Stoffstreifen muss rechts auf rechts liegen. Ich stecke mir jetzt den Streifen bis zu den Enden. Diese klappe ich noch auf beiden Seiten ein. Dann können wir den Streifen gemeinsam mit dem Bündchen zusammennähen. Beim Nähen liegt das Bündchen und der Streifen unten, damit ich genau sehen kann, wie weit ich das Bündchen ziehen muss, damit das Bündchen und der Stoff glatt daliegen. Das Vorder- und Rückteil und der Ärmelstoff werden dabei nicht gezogen. So sieht das jetzt aus. Dann klappen wir den Streifen um die versäuberte Naht und stecken sie fest. Das ist mir hier aber noch etwas zu lang, deshalb schneide ich es kurz ab und stecke es ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt muss das Bändchen hier noch aufgenäht werden. Das Ganze nähe ich mit einem Geradstich an der Nähmaschine. Beim Nähen achte ich darauf, dass ich alles möglichst gerade nähe und korrigiere auch gerne nochmal eine gesteckte Nadel, wenn es nicht ganz so gerade gesteckt wurde. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Fertig ist die Variante, wenn ihr es gleich mit dem Bündchen annäht. So spart ihr euch eine Naht gegenüber der fertigen Variante. Ich finde es aber leichter, die verdeckte Nackennaht erst später anzubringen. Die Größe des Streberbündchens bleibt gleich wie bei der ersten Variante. Der Streifen wird genauso rechts auf rechts mittig festgesteckt. Und die Enden werden wieder eingeschlagen. Dann können wir hier neben der Naht den Streifen mit der Nähmaschine annähen. Falls hier noch irgendwo die Naht herausblitzt, könnt ihr jetzt nochmal nachbessern. Dann wird wieder alles genauso genäht wie bei der ersten Variante. Also Bändchen umschlagen und feststecken.
Wenn man die Naht hinten nicht will, könnte man das Schreberbändchen auch hier abstecken. Dann hat man hinten keine Naht. Ich mag es aber nicht, wenn es so flattert, aber das ist Geschmackssache. Zum Nähen nehme ich auch lieber Nadeln. Ich wollte das kurz nur gezeigt haben. Dann nähe ich hier wieder drüber und wir sind auch mit der zweiten Variante fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was daraus lernen. Schau dir gerne noch meine anderen Nähvideos an und ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!